Teil 4 der Haute Route führt durch einen kaum besiedelten Teil der Pyrenäen mit nur wenigen Dörfern und ohne jegliche Geschäfte. Um die Lebensmittelvorräte aufzufüllen, muss man mit dem Bus oder per Anhalter ein Stück die Täler hinunterfahren, deren Talschluss man quert. Dieser Abschnitt gilt als der schwierigste von allen. Es gibt kaum bewirtschaftete Hütten, die Etappen sind lang und anstrengend und man trifft nur wenige Menschen. Ein Zelt dabei zu haben, zahlt sich hier definitiv aus. Genauso wie Orientierungsvermögen, da Markierungen häufig fehlen. Alles in allem ein wilder, aber deshalb auch sehr lohnender Abschnitt. Nach einem Ruhetag in Saladou, bei dem ich unter anderem im nahegelegenen Biella meine Vorräte aufgefüllt habe, verlasse ich morgens das heimelige Refugi Rosta und fahre 3 Kilometer mit dem Bus nach Baqueira. Mit dem Bus? Ja, okay, leicht gefuscht, aber dafür bin ich schon in 2000 Meter Höhe, wenn es richtig heiß wird. Den 2679 Meter hohen Tuc de Marimaña ersteige ich über seinen Südgrat. Ein zwar schwieriger Blockgrat, aber landschaftlich sehr schön. Lockig bleibt es auch auf dem Abstieg und in einer langen Querung hinter dem Col de Airoto und eher unangenehm. Von da oben bin ich gekommen. Zu diesem Gelände sagt Tom Martens "Still walking on giant boulder fields". Da ist der See, den man überall passieren soll. Bei einer langen Pause, bei der ich auch koche, erhole ich mich von der Anspannung, bevor ich nach Alos d'Isil absteige. Schön, wenn noch etwas Bremsen verseucht, gehe ich am nächsten Morgen erst durch Wald, dann an einem Wasserfall entlang hoch zu einem See. Und der ist mal wieder so idyllisch, hier muss ich einfach Pause machen. Die Wege hier sind tatsächlich meist recht steil. Steiler jedenfalls als in den hocherschlossenen Alpen. Und was gegenüber den Alpen erschwerend hinzukommt, kein Radler, kein Apfelstrudel, kein Kaiserschmarrn. Okay, es gibt Schlimmeres. Immer wieder überquere ich Pässe. Steil rauf, steil runter. Col de Cornella, Col Curios, Col de Calberante. Aber hinter jedem neuen Pass liegt auch wieder mindestens ein neuer See. Das ist trotz aller Anstrengung einfach nur schön. Das Panorama am Col de Calberante. Ich stehe hier in 2600 Metern Höhe und es ist wieder mal ein ganz fantastischer Ausblick. Heute übernachte ich in einer Biwakschachtel, dem Refugi Enric Pujol, gemeinsam mit 3 Franzosen. Also so einsam ist die Gegend offenbar auch wieder nicht. Der Sonnenaufgang am Morgen nach einer erstaunlich milden Nacht ist traumhaft. Ich steige zunächst nach Noire ab. Dieses kleine Bergdorf ist insofern einzigartig, als es über keinen Straßenzugang verfügt. Trotzdem scheint die sonst mangels ausreichender Zukunftsaussichten übliche Abwanderung gestoppt.
Viele Häuser sehen renoviert aus und werden offenbar zumindest in der Sommersaison genutzt. Eine knappe Stunde später bin ich auf dem Campingplatz in Bordes de Graus, von dem ich per Autostopp zum Einkaufen nach Tavascan fahre, da die nächsten Tage ohne Versorgungsmöglichkeiten sind. Heute will ich auf den Pic de Certascan. Aber dazu muss ich erst einmal zurück nach Noir und dann über mehrere Seen, die immer wieder zu Pausen einladen, hoch zum Col de Certascan. Der Aufstieg zum Gipfel des Pic de Certascan ist zwar nicht besonders prickelnd, um nicht zu sagen scheiß steil und schuttig, aber die Aussicht, die lohnt sich. Mit völlig verstaubten Schuhen komme ich wieder am Col an, steige dann zum Refugi de Certascan ab, der einzigen Hütte weit und breit, und laufe nach einer Pause zum Estany de Romedo de Dalt weiter. Dieser See hat zwar einen blöde langen Namen, aber dafür habe ich einen der schönsten Zeltplätze der ganzen Welt. Der Morgen ist traumhaft. Spiegelglatt liegt mir der See zu Füßen. Nach einigen Fotos breche ich auf. Das Frühstück hole ich eine halbe Stunde später am nächsten See in einer kleinen Schutzhütte nach. Ich steige entlang des Rio de Romedo ab, wobei ich immer wieder stehen bleibe, weil mich die vielen Wasserfälle, über die der Fluss die steile Schlucht hinunterspringt, in ihren Bann ziehen. Aber auch die Details neben meinen Füßen springen mir heute ins Auge. So schaffe ich wahrscheinlich nie die Strecke, die ich mir für heute vorgenommen habe. Aber ich bin ja nicht auf der Flucht. Reisen im Sinne von Erleben bedeutet ja auch, keinen allzu festen Plan zu haben und Spontanität zuzulassen. An der Ponte Boavi ziehe ich mal wieder Schuhe und Socken aus und halte die Füße ins kühle Wasser. Ah, angenehm. Neuer Aufstieg, neuer Pass, neuer See. Am Refugi de Baborte treffe ich zwei Spanierinnen, die meinen, dass die Sonne heute sehr strong wäre. Okay, den Eindruck habe ich eigentlich schon seit 2 Wochen. Aber tatsächlich zeigt das Thermometer selbst um 18 Uhr und auf knapp 2000 Meter Höhe heute noch 27 Grad im Schatten. Auf jeden Fall will ich heute noch ins Tal, damit der erste Aufstieg morgen im Schatten erfolgt. Eine ebene Fläche zum Zelten zu finden, ist heute allerdings nicht einfach. Aber warum nicht auch so? Heute will ich unbedingt bis zum Refugi Sorteny laufen, eine der wenigen bewirtschafteten Hütten auf dieser Etappe. Mein Proviant reicht sonst wohl nicht ganz bis Hôpital-Pré-Landor, wo ich übermorgen Abend sein sollte. Und wieder gilt, neuer Pass, neuer See. Und dann Col de Rat. Hier beginnt Andorra,
Land hervorragend markierter Wege und hoher Roaminggebühren. Statt See gibt es die Aussicht auf ein Skigebiet. Ich lasse mich mit der Seilbahn ganz dekadent 200 Höhenmeter hinunterfahren, strecke dann den Daumen raus und habe Skigebiet und Asphaltstraße Gottlob schnell wieder hinter mir. In der Hoffnung, den 4-stündigen Aufstieg bis zum nächsten Pass noch im Schatten absolvieren zu können, bin ich schon vor 7 Uhr unterwegs. Um 7:15 hat dann die Sonne doch gewonnen, aber ich bin immerhin schon auf 2400 Meter Höhe. Und das tiefe Gegenlicht der frühen Sonne schafft zauberhafte Stimmung. Eine Dreiviertelstunde später bin ich schon am Collada de Meners, so benannt nach den Mineros, die hier nach Erzen schürften, wie ein paar Krater unterhalb des Passes noch zeigen. Und was gibt's hier? Pause natürlich. Es folgen weitere Pässe und weitere Seen. Zum letzten Pass vor der Cabana Sorda geht es mal wieder scheiß steil hoch. Danach aber entspannt runter zur unbewirtschafteten Hütte. Hier bin ich schon viel früher als gedacht. Nach einer Kochpause gehe ich dann doch noch weiter zum Refugi di Juclar, wobei der letzte Aufstieg des Tages wieder reichlich steil ist. Aber andererseits bin ich froh, dass ich das dann morgen früh schon hinter mir habe. Nach einem geselligen Abend mit 4 weiteren Deutschen, die ein paar Tage in Andorra wandern, gehe ich zunächst mit Christiane und Franzi los, bevor sich unsere Wege wieder trennen. Es sind nur noch 6 Stunden bis L'Hospitalet, von daher lasse ich es heute gemütlich angehen. Am Col de l'Albe verlasse ich Andorra schon wieder und laufe nach Frankreich hinein. Ach was, laufe. Erstmal mache ich Pause. Ich sitze und schaue. Die Sonne glitzert mit 1000 Funken auf dem See weit unter mir. Richtung Mittelmeer verschwindet eine Gebirgskette nach der anderen in abnehmenden Blautönen. Kann man sich eigentlich an Seen satt sehen? Ach, eigentlich nicht. Auch wenn manche sicher schöner sind als andere. Erfrischend für Augen und Füße sind sie alle. Um den Étang de Couarn herum ist der Weg mehr ein Eiertanz auf grobem Blockwerk, bevor sich mit dem nächsten Pass der Charakter der Landschaft fundamental ändert. Gerade noch war alles wild und eng, jetzt wird es weit und flacher. Das Schöne dabei ist, auch die Wege werden bequemer. Am Nachmittag bin ich im L'Hospitalet, meiner Unterkunft für die nächsten 2 Nächte und einen Ruhetag.